Ich habe gerade wieder so ein Video gesehen. Ich weiß nicht, ihr kennt die Videos. Mit Sicherheit, einige von euch. Wo Babyziegen an ihren Füßen getragen ins Schlachthaus gebracht worden sind. Und diese Schreie, also ich weiß nicht, wer es kennt, wenn Ziegen oder auch Babyziegen schreien, das hört sich an, wie wenn Menschenbabys schreien. Und wenn ich so Videos schaue, ich habe damit eigentlich kein Problem. Ich habe früher auch viel weggeschaut, aber ich schaue jetzt hin und ich habe damit eigentlich kein Problem, im Gegenteil. Es motiviert mich eher, solche Videos zu machen, wie jetzt auch das Video. Hat mich jetzt auch motiviert, mal wieder auf YouTube ein Video zu machen. Worum geht's? Ja, ich wollte einfach mal frei heraus. Ich habe jetzt auch kein Skript oder so. Ich habe einfach mal die Kamera angemacht und wollte einfach mal frei heraus darüber reden, was mir so auf dem Herzen liegt. Zum Thema Veganismus und wie das bei mir so ist. Ich bin jetzt seit Mai dieses Jahr vegan. Wobei, was heißt eigentlich vegan? Ich ernähre mich pflanzlich. Ich habe immer noch meinen Ledergürtel. Ich habe immer noch meinen Ledergeldbeutel. Ich habe immer noch Lederschuhe. Aber ich kaufe mir kein neues Leder. Also das habe ich jetzt für mich auch entschieden. Wer vegan lebt, das gehört einfach auch dazu. Kein Leder, keine Federn. Also keine Down-Bettwäsche. Wobei, das geht jetzt zu weit. Also darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Das Hauptding bei mir ist einfach die Ernährung, also pflanzliche Ernährung. Deswegen, ich sage zwar immer vegan, aber eigentlich ist es pflanzliche Ernährung. Vegan schreckt auch immer viele ab, glaube ich. Deswegen reden wir jetzt einfach hier von der pflanzlichen Ernährung. Das hat bei mir so angefangen, ich habe eines Abends im Mai auf Amazon Prime nach einem Film geschaut, den ich an dem Abend anschauen wollte, und bin dann zufällig auf den Film Hope for All gestoßen. Das ist ein Film von einer Österreicherin, Dokumentarfilm, und dieser Film behandelt eigentlich die ganze Palette einmal ab von Veganismus, pflanzlicher Ernährung. Also es geht um die Gesundheit. Was macht es mit unserem Körper, wenn wir tierische Produkte essen? Die Umwelt, auch für viele mit am wichtigsten. Die Ethik, was für mich der wichtigste Punkt ist, dazu komme ich aber gleich noch. Und eben Themen wie Welthunger zum Beispiel auch. Und wo ich den Film gesehen habe, ich habe echt, in mir ist alles aufgebrochen. Ich habe es nicht fassen können. Ich habe den Film geschaut und habe danach gedacht, oder habe mir auch gesagt, was machen wir hier eigentlich, ja? Was zum Teufel passiert hier eigentlich? Das geht doch nicht. Also, ja, auf jeden Fall habe ich mich dann noch weiter informiert, noch andere Filme geschaut. Ich habe auch ein Buch gelesen. Es ist nicht so einfach am Anfang, weil man ja auch jahrelang genau in die andere Richtung konditioniert wurde, ja. Wir wurden ja eigentlich alle so aufgezogen, dass es eben normal, natürlich und notwendig ist, Tiere für unsere Zwecke zu nutzen, auszubeuten und zu töten. Und wenn du so konditioniert bist, dann ist es schwer, diese Konditionierung aufzulösen. Sauschwer. Also wirklich. Ich denke teilweise heute noch, wenn ich so erzogen worden bin, warum kann das dann falsch sein?
Ich weiß heute, dass es falsch ist, beziehungsweise dass es einen besseren, richtigeren Weg gibt. Aber ja. Und ich kann es nur allen wünschen. Im Moment, gesundheitlich geht es mir super. Ich habe das Gefühl, ich regeneriere schneller nach dem Training oder nach Sport. Ich habe das Gefühl, ich bin leichter. Auch nach dem Essen. Ich habe das Gefühl, oder ich habe nicht das Gefühl, meine Verdauung ist besser. Ich muss nicht mehr so viel furzen. Auch ein Vorteil. Und es flutscht halt einfach, ja. Also ich muss nicht hier pressen auf dem Klo, was ich früher teilweise musste. Das muss ich alles nicht mehr. Wobei ich sagen muss, die gesundheitlichen Vorteile, die meisten oder großen gesundheitlichen Vorteile, die hat man eigentlich erst nach einer längeren Zeit. Also da kommen dann so Sachen wie Herzinfarkt und Schlaganfall, Krebs, Diabetes, diese ganzen Krankheiten, die weltweit ganz oben sind bei den meisten Todesursachen, die hat man natürlich nicht oder selten in einem jungen Alter. Also das ist dann praktisch die Retourkutsche, wenn man sich ein Leben lang von tierischen Produkten ernährt hat. Muss man ganz klar so sagen. Von daher ist es sind halt alles Sachen, die merkst du jetzt nicht im Moment, aber du hast dann halt später was davon. Von daher gesundheitlich macht es schon auch viel aus, würde ich sagen. Wobei bei mir wirklich die Hauptmotivation, das durchzuziehen, ist wirklich die Ethik. Ja? Also wenn man einfach sagt, oder wenn einem bewusst ist, dass wir das nicht brauchen, also wir müssen keine Tiere töten oder nutzen, um zu überleben. Im Gegenteil, es geht uns sogar noch besser, wenn wir es nicht tun, wenn wir uns pflanzlich ernähren. Dann haben wir meiner Meinung nach auch nicht das Recht, es zu tun. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart. Ja, ich möchte euch da auch nicht vor den Kopf stoßen. Wer noch tierische Produkte isst, habe ich ja auch gemacht. Ich will mich da gar nicht rausnehmen. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, und ich weiß, es ist schwierig, wenn man noch nicht wach ist, sage ich jetzt mal. Ich möchte mich da auch nicht als besser oder so darstellen, aber man ist, also ich war vor 6 Monaten, habe ich noch ein bisschen geschlafen, so ein bisschen gedöst und war nicht wach. Was das angeht, ich bin jetzt auch noch nicht überall wach, bei allen Themen, aber was dieses Thema angeht, würde ich sagen, dass ich jetzt relativ wach bin. Und es fühlt sich einfach verdammt gut an. Insgeheim wissen wir doch alle eigentlich, was abgeht. Ja? Wir wollen uns vielleicht bloß nicht eingestehen oder... Ja, es ist natürlich auch nicht leicht. Es hängen Erinnerungen, Emotionen mit diesem Verhalten zusammen. Es ist der Geschmack letztendlich auch. Wobei ich weiß jetzt, dass es auch... Ich komme vegan voll auf meine Kosten. Ja? Ich habe Geschmäcker teilweise noch mehr als früher. Ja, vielleicht noch kurz eine kleine Story aus meinem Leben. Ich war ja 2013, 2014 habe ich ein Auslandsjahr gemacht in Argentinien. Wer mich kennt, der weiß das. Und in Argentinien ist bekannt für das Steak, ja, für das gute Fleisch in Argentinien. Und ich habe dort natürlich auch sehr viel Fleisch gegessen. Als ich angekommen bin in Argentinien, am Anfang, wo ich so beim Asado dabei war und das Asado gegessen habe. Asado ist praktisch die Version vom deutschen Grillen, also das Synonym fürs Grillen in Deutschland, bloß eben ganz anders. Es ist viel rustikaler, viel realer. Es ist viel, ja, man hat halt einfach noch Innereien auch oder teilweise ein halbes Lamm auf dem Grill und mit Knochen und allem. Also wirklich pur. Und das war für mich am Anfang schwierig. Das erste Mal, wo ich Asado gegessen habe, ich bin aufs Klo und habe wirklich das ausgekotzt wieder. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, Jannis, dass du
du bist hier in deiner Gastfamilie und kotzt das Essen aus, ja. Das war wirklich, aber es war meine erste Reaktion. Und wenn ich jetzt im Nachhinein so drüber nachdenke, war es auch irgendwie normal. In Deutschland, das Fleisch, das wir essen, das erinnert uns kaum noch an das eigentliche Tier. Also ist es letztendlich eigentlich nur noch ein Produkt. Und dort, das Fleisch, erinnert einen noch viel mehr an das Tier. Auch vom Geschmack her, und wenn man dann die Knochen sieht oder selbst wenn man dann eben das halbe Lamm auf dem Grill hat. Und ich habe mich dann natürlich nach einer Zeit dran gewöhnt und mir hat es auch geschmeckt. Aber nur dazu, es war eben meine erste Reaktion. Und dann bin ich zurückgekommen aus Argentinien und wer mich da gesehen hat, ich war wirklich aufgedunsen. Ja, ich war wie aufgebläht, also dicklich, und ich hatte auch hatte eine Wampe und mir ging es gesundheitlich nicht gut. Und natürlich war das nicht nur wegen dem Fleisch, würde ich jetzt sagen. Auch viel Alkohol und ungesunde Ernährung, unregelmäßig oder zu wenig Schlaf auch vielleicht. Aber ich denke, das Fleisch oder generell die tierischen Produkte haben da schon auch eine große Rolle gespielt. Ja. Aber das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich weiß nicht, wie lang das Video ist, wahrscheinlich schon zu lang. Wobei, zu lang gibt es nicht. Wenn es euch interessiert, dann schaut ihr es halt, und wenn nicht, dann halt nicht. Ja. So viel also dazu. Vielleicht versteht ihr das jetzt ein bisschen, warum ich das Ganze mache. Und ich werde es auch weiter durchziehen. Also es gibt für mich kein Zurück nach dem, was ich alles gesehen habe. Ich könnte jetzt kein Fleisch mehr essen oder keine tierischen Produkte. Ich könnte es einfach nicht mehr, weil es einfach total gegen meine Werte gehen würde. Und eigentlich geht es ja uns allen gegen unsere Werte, tief im Inneren. Jetzt mal von der Konditionierung abgesehen. Also wir möchten ja eigentlich kein Tierleid und wir möchten keine Tiere töten. Wer will das schon? Das macht ja keinen Spaß. Und so bezahlen wir halt andere dafür, die das für uns tun, und können so halt das Ganze abschieben. Aber es ist auch nicht die Lösung. Ja. Deswegen, vielleicht hat es euch weitergeholfen, vielleicht hat es euch interessiert. Das würde mich freuen. Und ich lasse es jetzt mal bei diesem Video dabei und genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, Peace.